Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Einige von euch haben sich von mir mehr türkische Rezepte gewünscht. Deshalb zeige ich euch heute ein Baslama-Rezept. Das ist ein Pfannenbrot, das dem indischen Naan und dem griechischen Pita sehr ähnlich ist. Ihr könnt dieses Brot pur essen, mit Knoblauchbutter bestreichen, mit den Zutaten eurer Wahl befüllen oder einfach als Beilage zum Grillen servieren. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes zeige ich euch, wie ich das Mehl für dieses Rezept abmesse. Hierfür schütte ich das Mehl direkt aus der Packung in einen Becher mit einem Fassungsvermögen von 240 Milliliter. Das entspricht in etwa einem amerikanischen Cup. Auf diese Weise gefüllt fasst der Becher durchschnittlich 140 bis 145 Gramm. Für den Baslama-Teig vermische ich 3 Becher Mehl, 2 Teelöffel Zucker und einen Becher lauwarmes Wasser zu einem Vorteig und lasse ihn 30 Minuten ruhen. Diese sogenannte Autolyse sorgt für einen besseren Geschmack und ein größeres Volumen der Brote und kann auch am Vortag angesetzt und über Nacht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wer es eilig hat, kann diesen Schritt aber auch überspringen und sofort alle Zutaten zusammen verkneten. Zu dem Vorteig gebe ich dann etwa 3/4 eines Hefewürfels, drei Becher Mehl, zwei Teelöffel Salz und einen Becher lauwarme Milch und knete den Teig in der Küchenmaschine 5 bis 6 Minuten. Da mein Teig hier etwas zu fest geworden ist, füge ich noch 2 Esslöffel Wasser hinzu. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit euer Mehl aufnimmt, kann es erforderlich sein, dass ihr ein paar Esslöffel Mehl oder Wasser hinzufügen müsst. Der Teig sollte weich und leicht klebrig sein. Das erkennt ihr daran, dass er zwar am Finger haftet, sich aber so löst, dass nur sehr wenig bis gar kein Teig am Finger kleben bleibt. Den Teig decke ich nun mit einem Tuch ab und lasse ihn gehen, bis er sich in etwa verdoppelt hat. Anschließend forme ich den Teig auf der Arbeitsfläche zu einer Kugel und drücke diese flach. Achtet darauf, dass ihr auch die Arbeitsfläche mit Mehl bestäubt, damit der Teig nicht kleben bleibt. Das habe ich hier vergessen. Mit Hilfe einer Teigkarte teile ich den Teig nun in 8 Portionen. Damit der Teig nicht an den Fingern klebt, verteile ich etwas Mehl auf der Handfläche und forme die Teigstücke zu kleinen Kugeln. Den unteren Teil der Kugeln tauche ich hier in Mehl und lege die Kugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Zum Ausrollen der Teigkugeln bestäube ich die Arbeitsfläche mit Mehl und beginne mit der Teigkugel, die ich zuerst geformt hatte, weil diese von allen am längsten geruht hat. Die Teigkugel drücke ich etwas flach, bestäube sie mit Mehl und rolle sie ungefähr einen halben Zentimeter dick aus. Überschüssiges Mehl klopfe ich durch Hin- und Herwiegen des ausgerollten Teiges ab und lege den Teig vorübergehend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Wenn ihr genug Ablagefläche habt, könnt ihr euch diesen Schritt natürlich sparen. Auf diese Weise rolle ich nun alle Teigkugeln aus und lege die Fladen mit Backpapier getrennt übereinander.
Nachdem alle Teigkugeln ausgerollt sind, lege ich die Fladen nebeneinander auf die Arbeitsfläche, decke sie mit einem Tuch ab und lasse sie 15 bis 20 Minuten ruhen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil der Zubereitung. Ich erhitze die Pfanne bei mittlerer Hitze und lege den ersten Fladen hinein. Die Hitzezufuhr sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein, da die Brote sonst anbrennen oder zu trocken werden. Sobald sich auf der Oberfläche des Brotes Bläschen bilden und der Teig beginnt aufzugehen, solltet ihr das Brot wenden. Die zweite Seite sollte ungefähr gleich lang backen, damit beide Schichten des Brotes gleich dick werden. Nach dem zweiten Wenden sollte sich das Brot bald aufblähen. Bei mir sind 7 von 8 Broten richtig gut aufgegangen, in ein Brot habe ich leider beim Wenden ein Loch gemacht. Zum Schluss wende ich das Brot ein letztes Mal und lasse es noch ein paar Sekunden backen. Wer möchte, kann das Brot noch warm mit Butter bestreichen und mit Meersalz, gehackter Petersilie oder Schnittlauchröllchen bestreuen oder aber mit Knoblauchbutter bestreichen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Brot von innen aussieht. Ihr könnt die Brote natürlich auch nur halbieren und nach Herzenslust füllen. Ich habe meins mit weißem Käse, Tomatenscheiben und Petersilie gefüllt und es war richtig lecker. Ihr könnt das Brot aber auch als Beilage zum Grillen oder zum Dippen, zum Beispiel in Tzatziki oder Hummus verwenden. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!